Ich bin Marie und in diesem Video stelle ich dir 5 Anlaufstellen für professionelle Hilfe und Unterstützungsmöglichkeiten kurz nach der Geburt vor, vor allem wenn du keine Nachsorgehebamme gefunden hast. Hallo liebe werdende oder frisch gebackene Mama. Die ersten Wochen nach der Geburt sollen der Neumama zur Regeneration dienen und sowohl den frisch gebackenen Eltern als auch dem Baby Zeit geben anzukommen und sich in die neue Situation einzufinden. Im folgenden Video möchte ich dir daher 5 Anlaufstellen nennen, die du bei verschiedenen Nöten und Fragen kontaktieren kannst, solltest du doch einmal unsicher sein und professionelle Hilfe benötigen. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Das Wochenbett soll für alle eine unvergessliche und positive Zeit sein. Solltest du doch einmal unsicher sein und professionelle Hilfe benötigen, zeige ich dir 5 Anlaufstellen, die du bei verschiedenen Nöten und Fragen kontaktieren kannst. Lass uns starten. Nummer 1. Eine Hebammenpraxis in deiner Nähe. Vielleicht gibt es in der Stadt, in der du wohnst, oder in einem Nachbarort eine Hebammenpraxis. Hier gibt es zum einen Kurse, die du nach dem Wochenbett mit deinem Baby besuchen kannst. Zum anderen aber mit großer Wahrscheinlichkeit auch Hilfe, wenn du noch im Wochenbett bist, aber keine Hebamme gefunden hast, die dich betreut. Viele Hebammenpraxen bieten zum Beispiel offene Stillgruppen an, die von einer ausgebildeten Stillberaterin geleitet werden. Hier hast du die Möglichkeit, offene Fragen zum Thema Stillen zu klären, dir Hilfe beim Anlegen zu holen und andere Mamas aus der Umgebung kennenzulernen. Wenn du keine Nachsorgehebamme hast, gibt es hier möglicherweise die Chance, einen Termin in einer Hebammensprechstunde zu bekommen. Durch den akuten Hebammenmangel, der in Deutschland herrscht, sind nämlich leider immer mehr Frauen ohne Nachsorgehebamme. Viele Hebammenpraxen versuchen hier aber mit einer Art Notfallsprechstunde junge Mamas trotzdem so gut es geht zu unterstützen. Meist ist es so, dass du am Tag vorher einen Termin vereinbaren kannst und dann mit deinem Baby in der Praxis vorbeikommen kannst. Hier hast du dann 1 Stunde lang Zeit, deine Fragen zu stellen und Themen zu besprechen, die dir auf dem Herzen liegen. Leider ist diese Lösung keine ideale Lösung, aber die Möglichkeit, den Rat einer Hebamme einzuholen. Nummer 2. Schreiambulanz. Die ersten Wochen, ja meistens sogar die ersten Monate mit Neugeborenem sind neu, eine Umstellung und oftmals eine Herausforderung. Alle Familienmitglieder müssen sich erst einmal in diese neue Situation einfinden. Das ist völlig normal. Nächtliches Stillen, wenig Schlaf, wenig bis keine Rückzugsmöglichkeiten, die Unsicherheit, ob du auch alles richtig machst und dann eventuell ein Baby, das schreit. Ständig, viel und nervenzerrend. Wir alle haben mal einen schlechten Tag und fühlen uns nicht wohl und haben dementsprechend schlechte Laune. Bis zu einem gewissen Maß ist ein weinendes Baby normal und verständlich. Alles ist neu, von Grund auf. Eigenständiges Atmen, Nahrungsaufnahme, Verdauung und unzählige Sinneseindrücke. Auch Babys haben natürlich Tage, an denen sie Bauchweh haben oder sie etwas quält. Und da sie keine andere Möglichkeit haben, sich mitzuteilen, weinen sie. Kommt es aber regelmäßig vor, dass dein Baby über Stunden weint, schreit und sich durch nichts beruhigen lässt, macht es Sinn, sich fachliche Hilfe zu holen. Die Faustregel für dieses übermäßige Weinen ist übrigens mehr als 3 Stunden am Stück, häufiger als 3-mal pro Woche über mehr als 3 Wochen. In diesem Fall kannst du deine Hebamme oder deinen Kinderarzt bitten, dir eine Anlaufstelle in deiner Nähe zu nennen, oder du schaust im Internet beim Nationalen Zentrum für frühe Hilfen. Ich habe sie dir unten in der Infobox verlinkt. Nummer 3. Stillberaterin. Viele schwangere Mamas, bei denen aus medizinischer Sicht nichts gegen das Stillen spricht, entscheiden sich dafür, das Stillen nach der Geburt auszuprobieren und im besten Falle beizubehalten. Bei den einen Frauen klappt das ganz gut, bei anderen Frauen klappt es nicht so gut. Auch das ist etwas, das völlig normal ist. Hier wissen viele Frauen aber leider nicht, dass sie nicht alleine sind bzw. wo sie professionelle Hilfe bekommen können. Bei Stillproblemen sind zum Beispiel Kinder- oder Frauenärzte meist der falsche Ansprechpartner, da Stillen nicht ihr Fachgebiet ist. Auch wenn ihr eine Nachsorgehebamme habt, die sich mit dem Thema Stillen natürlich gut auskennt, lohnt es sich in den meisten Fällen zusätzlich eine Stillberaterin hinzuzuziehen. Denn die Stillberaterin ist hierauf spezialisiert. Eine Hebamme beschäftigt sich zusätzlich zur Brust und dem Stillen mit dem Baby, der Gebärmutter, der Rückbildung und dem seelischen Zustand von Mama und Baby.
Was natürlich nicht heißen soll, dass Hebammen nicht helfen können oder weniger kompetent sind. Stillberaterinnen sind hier in der Regel einfach noch tiefer und intensiver in der Materie Stillen, Milchbildung und Milchfluss anregen drin als Hebammen. Meist erfolgen die Besprechungen der Situation und die Beratung erst einmal per Telefon. Oftmals reicht das schon. Einige Stillberaterinnen kommen aber auch zur stillenden Mama nach Hause und helfen vor Ort. Da Stillberaterinnen ehrenamtlich arbeiten, fallen hier meist keine Kosten an, bis auf eventuelle Sprit- bzw. Anfahrtskosten. Solltest du also das Gefühl haben, dein Baby trinkt nicht richtig, deine Brust wird hart und warm und es entwickelt sich ein Milchstau, bekommst du zusätzlich Fieber oder hast du das Gefühl, dein Baby wird nicht satt? Dann hole dir schnellstmöglich Hilfe, denn jede Stunde zählt. Denn ist deine Milchproduktion erst einmal zurückgegangen, kann es viel Anstrengung kosten, sie wieder in Gang zu bringen. Ist deine Brust durch einen Milchstau entzündet, kann es schmerzhaft und mühselig sein, weiter zu stillen. Daher mein Tipp an dich: Zögere bei Beschwerden nicht, dir fachlichen Rat und Hilfe zu holen. Still- oder auch Laktationsberaterin findest du im Internet. Auch hier habe ich dir hilfreiche Internetadressen in der Infobox verlinkt. Nummer 4. Stillambulanz. Eine weitere tolle Institution ist die Stillambulanz. Sie ist eine Alternative zur Stillberaterin. Stillambulanzen findest du in der Regel in Krankenhäusern. Sie werden von ausgebildeten Stillberaterinnen geleitet. Hier bekommst du also direkt vor Ort nicht nur theoretische, sondern auch praktische Hilfe. Nummer 5. Mütterpflegerin. Eine Mütterpflegerin oder auch Wochenbettbegleitung ist eine speziell ausgebildete und zertifizierte, bei der Krankenkasse gelistete Fachkraft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, frisch gebackenen Müttern unter die Arme zu greifen und ihnen zu helfen. Da, wo gerade Hilfe nötig ist. Einkaufen, Wäsche waschen, mit den größeren Geschwisterkindern spielen oder auch etwas kochen. Ob du Anspruch darauf hast, dass die Wochenbettbegleitung von deiner Krankenkasse bezahlt wird, erfragst du am besten direkt und unverbindlich bei deiner Krankenkasse. Es ist aber natürlich auch möglich, eine Mütterpflegerin in Anspruch zu nehmen und diese dann privat zu bezahlen, solltest du die Kriterien deiner Krankenkasse nicht erfüllen. Vor allem, wenn die Verwandtschaft weiter weg wohnt und bei akut benötigter Hilfe nicht in Frage kommt, kann die Mütterpflegerin durch ihre Hilfe Stress reduzieren und den Start in den neuen Alltag erleichtern. Das waren meine persönlichen Tipps für dich, die dir die ersten Wochen nach der Geburt erleichtern können. Um noch mehr Mamas auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, gib diesem Video einen Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Hier habe ich außerdem 2 weitere Videos, die für dich auch interessant sein könnten. Bis zum nächsten Video. Deine Marie.